Herzlich willkommen zu dem Bibelkurs. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich auch für diese Gelegenheit, die wunderschöne Reise, die ich erlebt habe mit Gott, seit ich 18 Jahre bin bis heute. Bei 18 habe ich mich entschieden, ich muss jeden Tag mit Gott leben. Er hat so viel, sonst komme ich nicht zu Ende. Und jetzt bin ich, ziemlich weit vorgerückt. Und ich muss sagen, ich muss jeden Tag alles aufstehen und holen, weil ich komme nie zu Ende. Gott ist ewig und mit ihm zu gehen ist alles außer langweilig. Es ist eine Entdeckungsreise. Es ist auch ein Hinderniswettlauf mit ganz vielen Hindernissen zu überspringen und Wege. Aber mit Gott, das ist eine ständige Herzensfreude. Und ich freue mich, dass wir diesen Satz. Jetzt sind wir wieder bei dem Hohelied und ich bleibe auf dem Gedanken, erzähle mir, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässt du lagern am Mittag? Und hier sehen wir, dass jede Brautseele lernt Jesus kennen, auch als der gute Hirte, die unseren Namen kennt, der gute Hirte, die auch der Tor für die Schafe ist. Und durch Jesus Christus gehen wir hinein und heraus und weiterfinden. Wir gehen hinein in Gottes Gegenwart und wir gehen heraus in der Welt mit dieser Stärke. Und das ist dieses wunderschöne Leben, mit dem wir gerufen sind. Ich möchte auch ein Vers lesen aus 2. Petrus 1. Und er sagt, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhabe der göttlichen Natur werden. Ja, Gott hat uns geschenkt die teuersten, kostbaren, so viele es gibt, Verheißungen und so viele es gibt, sie sind alle ja in Christus. Und dann sagt das, damit wir durch die Verheißungen Teilhaber der göttlichen Natur sind. Und so wir ernähren uns mit dem göttlichen Natur. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und so wir ernähren unser Geist. Unser Geist nimmt auf diese Wahrheiten und unsere Gedanken werden indem wir das aufnehmen, dann kommt das Licht, wenn wir das kauen, wenn wir an das nachsingen, ich werde über das nachher sprechen, dann bleibt das Wort in uns und diese Energie und Licht wird freigesetzt und bringt Heilung zu unserer Seele. Jetzt möchte ich ein Vers von Psalm 45, 11 und 12 lesen. Und Psalm 45 ist eine Psalm, die passt genau mit das Hohelied, weil der Psalm heißt sogar ein Lied der Liebe. Und dieser Psalm beschreibt den Bräutigam in die ersten Versen. Und der siegreiche Held, der reitet hinaus und erobert Herzen in Nationen und dann es beschreibt seine Braut. Es ist auch ein Lied für eine Hochzeit des Königs. Und was es sagt über diese Königin, die steht im Gold zu seiner Rechten. Er sagt zu ihr, höre Tochter und sieh und neige dein Ohr. Und vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Und wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr. So neige dich vor ihm. Oder das ist das Hebräische, so neige dich vor ihm, so bete ihn an. Das Erste, was er sagt zu dieser Braut ist, höre Tochter und sieh, höre, neig dein Ohr.
Da ist so viel Neues zu lernen, wenn wir zu Jesus kommen. Da ist so viel über sein Königreich, über den König. Und er sagt, höre, Tochter. Gott hat immer zu Israel gesagt, höre, Israel. Und das ist sehr ein hebräischer Gedanke, dass wir nicht nur hören mit Kopf, sondern neig dein Ohr, neig dein Herz, höre und nimm das an und wende das an und lebe in, was ich zu dir sage. Und dann er sagt, vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. An der einen Seite, wir kommen, wir neigen, wir hören, damit wir leben, wir essen das Brot des Lebens, damit wir auferstehen Kraft haben und wir essen dieses Brot vom Himmel auch. Jesus hat gesagt, ich bin das lebendige Brot vom Himmel, herabgekommen. Noch einen Namen von wer ich bin. Ich bin Jahwe, das Brot, das lebendige Brot von dem Himmel. Die Kinder Israel haben das Manna gegessen, aber die waren gestorben. Aber wir essen das Brot vom Himmel, das Jesus ist, und wir haben Leben und werden auferweckt und wir bleiben in ihm und sein ganzes Leben bleibt in uns. Denkt dran, die Bibel offenbart, dass Christus wohnt in uns, durch sein Geist strömt Christus in uns und durch sein Wort. Und so, die zwei erfüllen uns, damit wir Christus offenbaren. Und er sagt, höre Tochter, neig dein Ohr, sieh, betrachte, schau intensiv, wie Jakobus sagt, in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Die Bibel ist kein Buch der Bindung. Die Bibel ist ein vollkommenes Gesetz der Freiheit. Es führt dich in die Freiheit. Aber dann sagt er, vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Wenn wir ein Christ sind, zu Jesus kommen, es gibt viel, das wir lernen, aber es gibt sehr viel, das wir vergessen sollen. Du bist bestimmt, wenn du in Deutschland bist, aufgewachsen in Deutschland, du hast ganz viele Sachen gelernt, bevor du zu Jesus kamst, in Schulen und das und das. Du bist geprägt, du hast eine Mentalität, ich sage eine deutsche Mentalität, ich habe eine Amerikanische Mentalität gehabt, aber jetzt müssen wir alle ein Königreich Gottes Mentalität. Und genau wie du gelernt hast, Stück für Stück, auch bei Gott, du wirst verwandelt und du bekommst eine Reich Gottes, eine neue Kultur. So vergiss dein Volk. Vergiss die weltliche Kultur, aus dem du gekommen bist. Vergiss die weltliche Sachen, die du gelernt hast, weil die Welt, die Bibel sagt, ist in Rebellion und vieles von dem, was wir lernen, ist nicht wirklich die Wahrheit. So, wir müssen wirklich die Welt nicht gleichförmig sein. Und dein Vaters Haus, vergiss dein Leben in Adam. Dein fleischliches Leben, durch deine eigenen Werke und durch deine eigene Kraft. Diese Sachen, wir legen das immer ab und wir kommen und wir hören und wir werden verwandelt, damit wir passen zu dem König der Herrlichkeit in dem Königreich der Liebe. Und Römer 12, Vers 2 sagt genau das Gleiche, was ich gerade gelesen habe in den Psalmen. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Passe nicht, du musst nicht in den Schemata der Welt hineinpassen, sondern werdet verwandelt. Ein Prozess. Die Verherrlichung deiner Seele, die gesund machende Wahrheit durch die Erneuerung deines Sinnes, dass ihr prüfen mögt mit deinem eigenen Leben, was Gottes Wille ist. Gottes Wille ist, dass wir glücklich, dass wir geheilt, dass wir gesegnet, dass wir voller Leben. Hey, Gott hat nur gute Pläne und Gedanken. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene bedeutet, dass wir die volle Bestimmung, die Gott für die Menschheit in Christus, die neue Schöpfungen auch für dich persönlich erreichen. Da sehen wir genau das wieder. So, wir sind Bürger eines neuen Reiches mit neuen Werten,
Denkmustern und Lebensstil. Deswegen müssen wir, lernen, um zu wachsen in die volle Herrlichkeit. Wir kriegen diese Erneuerung. So, das Reich Gottes ist ein ganz anderes Reich, mit ganz anderen Wegen, mit ganz anderen Werten. Viele sind gegensätzlich zu der Welt. Geben, zu empfangen. Nach unten gehen manchmal, um nach oben in Kraft, in Autorität geben. Auszuharren, damit wir regieren. Sogar Angriffe kann uns verwandeln in mehr und mehr Herrlichkeit. Das ist alle Wege Gottes. Man muss sie verstehen, damit man Schritte halten, für Menschen vergeben, anstatt zu vergelten. Die Wege Gottes sind gegensätzlich. Deswegen vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Neige dein Ohr. Die Werte, Systemen, Sicherheiten, Ängste, Kontrollmechanismen, Modeerscheinungen, Trends, Unterhaltungsangebote, Überzeugungen, Lüste, Begierden, kulturelle Prägung der Welt hinter dich lassen. Die Welt liegt hinter mir. Die Bibel sagt, werdet geheiligt durch die Wahrheit. Und dann sagt es, Johannes 17,17, dein Wort ist Wahrheit. Und dann kann Gott uns in die Welt senden mit seinem Königreich. Deswegen erstmal geheiligt, die Welt vergessen, durch die Wahrheit erneuert und dann in die Welt gesandt mit das Königreich Gottes und die befreiende Lebensstil und Werte Gottes Reich. So, preis dem Herrn. Noch ein gewaltiger Punkt von das Wort Gottes. Die Bibel sagt, dass wenn wir das Wort Gottes hören, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Christi. Wenn wir hören das Wort, gepredigt, wir lesen es, wir hören es irgendwie, sofort kommt mit das Wort ein Glaube. Und dann sollst du wirklich reagieren und sagen, das Wort nehme ich an. Empfang das Wort in Demut, nicht Hochmut, dass du das Wort richtest, kritisierst, analysierst. Nehme es an und wisse auch, das ist für dich. Du kannst das zu eigen machen. Du kannst sagen, Amen. Das ist die Wahrheit und ich glaube es. Und nehme es wirklich hinein in deine Schatzkiste und sagen, wenn Gott das sagt und das sind die Potenzial und das sind die Möglichkeiten und das sind die Dimensionen und das ist die Erbe und das ist wer ich bin, dann nehme es. Und das Wort Gottes ist Zoe, Leben und wirksam, Energie. Es ist operativ. Es wirkt in denen, die es glauben. Die Bibel sagt, jedes Wort, das aus Gottes Mund geht, hat die Kraft, genau das zu tun, was diese bestimmten Worte sagen. Ich möchte euch sagen, ich hoffe, ich schockiere nicht, aber ich bete jeden Tag, seit ich 18 bin, ich bin eine Glaubensfrau. Die Bibelschule, die wir mitgeholfen zu pionieren und aufzubauen, Glaubenszentrum Bad Gandersheim, heißt Glaubenszentrum. Ich möchte auch sagen, ich glaube, dass Gott zu mir gesagt, eine von den wichtigsten Sachen in Deutschland, um die Bedrückungen und die Geister über Deutschland durchzubrechen, ist ein Geist des Glaubens und Freude. Und so, ich möchte dich ermutigen, selber zu sagen, ich liebe das Wort. Ich stehe in das Wort. Ich ernähre mich durch lebendige Worte. Ich bekenne lebendige Worte. Ich weissage lebendige Worte. Und ich glaube diese lebendigen Worte. Ergreif die Verheißungen für dich selbst. Sie sind nicht nur da, dein Verstand wirklich zur Überlegung. Sie sind nicht da zu überlegen.
Die Bibel sagt, das Wort des Glaubens ist dir nah, in dein Herz und in dein Mund. Mit dem Herz glaub es und mit dem Mund sag es. Der Herr ist mein Hirte. Ich werde nicht mangeln. Vereinige das Wort mit Glaube. 1. Thessaloniker 2,13 sagt, das Wort Gottes ist wirksam gemacht in uns durch Glauben. Es wird wirksam gemacht, was gepredigt wird. Es ist nicht das Wort von Menschen, es ist das Wort Gottes und es wirkt in denen, die es glauben. Zum Schluss möchte ich sagen, als in Johannes 6, als das Wort so penetrant wurde und viele Leute haben Jesus nicht mehr gefolgt, hat zu Petrus gesagt, willst du auch weggehen? Und Petrus hat gesagt, wohin sollte ich gehen? Du allein hast die Worte des ewigen Lebens. Und als das Engel zu Maria gekommen ist und hat ihr diese unglaubliche Auserwählung Gottes gesagt, diese Frau hat nicht gedacht, das ist zu hoch, sie hat nicht gesagt, das ist unmöglich, sie hat nur gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und Elisabeth hat zu ihr gesagt, glückselig ist sie, die geglaubt hat, denn es wird in Erfüllung gehen, was der Herr zu ihr gesprochen hat.